In diesem Video trauen wir uns an eine Kuchenform, auch Gugelhupf genannt. Etwas kompliziert zu drehen, doch mit etwas Übung klappt das. Wir starten wie immer mit dem Abwiegen vom Ton. Ich habe mich diesmal mit 1500 Gramm angefreundet. Ich denke, das ergibt eine richtige Größe. Ich habe hier keinerlei Erfahrung. Das Zentrieren ist wie gehabt und erst beim Aufbrechen kommt die besondere Form dieses Gugelhupfs zum Tragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Boden nicht allzu breit machen. Ich erkläre später warum. Aber jetzt wird aufgebrochen und jetzt kommt eben schon die erste Besonderheit. Wir gehen bis hinunter auf die Scheibe und haben also quasi jetzt keinerlei Boden unten. Ich ziehe noch ein Stück auf. Schaut her, hier ist wirklich nichts. Und nun wird es interessant. Wir müssen nun entscheiden, wie viel wir vom Ton für den Kamin nehmen. Ich drücke ca. einen halben Zentimeter von der Innenkante leicht nach unten, halte mit der linken Hand gegen und drücke eigentlich jetzt ist mir ein bisschen das im Weg, und drücke so lange hinunter, bis die normale Bodenstärke entsteht. Diesen sogenannten Kamin jetzt in der Mitte sollten wir möglichst fertig drehen, weil wir später dann nur noch schlecht hier dran kommen. Ich komme, wie ihr seht, selbst hier auch nur mit meinem rechten Mittelfinger dran für einen sogenannten Knöchelzug. Wichtig am Kamin ist, dass er niemals wieder breiter wird, damit später der Kuchen herausnehmbar wird. Ob man den Kamin oben offen lässt oder nicht, überlässt man besser nicht dem Zufall. Ich habe es probiert, ich habe geschlossene hergestellt, weil alte Formen das so abgebildet haben. Die Leute wollen das nicht kaufen. Ich glaube, für den Kuchen ist es egal. So, und jetzt komme ich mit der Hand nicht so wirklich hier dran. Also mache ich einen klassischen Zangengriff für die Wand. Wenn der Kamin übrigens zu hoch ist für euer Gefühl, lasst ihn ruhig stehen, den können wir später oben noch immer abschneiden. Jetzt drehen wir eigentlich außen ganz normal wie eine Schüssel. Ein ziemlich interessanter Aspekt beim Gugelhupf ist, dass ihr möglichst unten keinen breiten Boden macht. Stellt euch vor, ihr habt unten 3, 4, 5 cm geraden Boden und backt jetzt einen Kuchen und stürzt ihn. Dann ist der oben ja glatt. Das sieht nicht so aus, wie man eigentlich erwartet. Wenige denken daran beim Drehen, aber es ist einfach wirklich schöner, wenn unten der Boden sehr, sehr klein ist, also quasi spitz.
So, hier ist etwas Luft eingeschlossen. Wenn das vorkommt und ich bekomme es nicht geregelt und die Blase ist zu groß, dann steche ich da mit der Nadel ein paar Mal hinein. Und jetzt tue ich von außen und innen schnell etwas rubbeln und die Luftblase ist weg oder zumindest kleiner. Erfahrungsgemäß steckt mein Ton das beim Trocknen und im Brand weg. So, schön hoch und oben wieder einen schönen Spannring als Rand stehen lassen. Ein bisschen Wasser raus und die Wand für den Kammschienenzug befeuchten. Zuerst steche ich unten Ton ab. Etwas langsamer drehen lassen. Und eine Schüssel formen. Wirklich diese Gugelhupfform. Die Wandung oder insgesamt dieser Gugelhupf ist nicht sonderlich dünn. Ich glaube, es ist eine gewisse Stabilität nötig, damit es später auch Kuchen backen kann, also wirklich Gebrauchswert hat. Auch etwas Resistenz gegen Schocks und so weiter kann nicht schaden. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man einen Gugelhupf etwas dicker dreht. Auch dann, wenn wir später die Rillen reinmachen, schadet das überhaupt nicht, wenn die Wand etwas dicker ist. Jetzt seht ihr hier, ich habe viel zu viel Kamin in der Mitte. Also kann ich ihn immer wieder, so wie ich das möchte, kürzen. Und noch etwas die Form machen. Wie er hier oben den Abschluss gestaltet, das ist jedem selber überlassen. Ich glaube, dem Kuchen schadet es nicht. Aber mir ist es immer noch etwas zu hoch. Es ist nicht schön, wenn der Kamin über den Schüsselrand geht. Das hat aber eigentlich nur Gründe später im Schrank zum Stapeln oder Hinstellen. Deswegen habe ich den Kamin eigentlich immer nur genauso hoch wie die Randung von der Form. So, jetzt mache ich noch etwas Schlicker ab, das hätte ich eher machen können, aber kein Problem. Den Rand noch ein bisschen breit machen und jetzt machen wir mal das Wasser raus, und wenn noch viel ist, nehme ich hier den großen Schwamm. Ja, und jetzt könnt ihr euch sicher denken, was jetzt noch kommt. Und zwar diese Rillen. Es ist wirklich schwer, die schräg zu machen. Das erfordert etwas Übung. Ich stelle mal die Kamera etwas um. Ich mache diese Rillen mit meinen Zeigefingern. Außen, innen. Man kann es auch in 2 Finger haben, aber es hat sich herausgestellt, dass diese Methode für mich besser ist. Also die rechte Seite drückt nach innen und die linke Hand drückt nach außen. Und das macht man eigentlich jetzt einmal eine komplette Runde durch. Der Rand oben wird sich immer wieder verformen, aber davon lassen wir uns jetzt nicht erschüttern. Das können wir korrigieren gleich.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Hoffentlich geht es auf. Das weiß man nie. Aber komischerweise funktioniert es immer. Und die letzten 3 Rillen vermittelt man, falls man sieht, das wird nicht klappen. So, wenn ich jetzt rum bin, dann lasse ich die Scheibe nochmal drehen und jetzt kann ich den Rand anhalten. So, und damit sind wir jetzt im Groben erstmal mit dem Drehen fertig. In meinem Fall lasse ich die Form wieder hier stehen, weil ich keine Scheibe benutze oder ein Battsystem. Und nach etwas Antrocknungszeit, wir schneiden es noch ab. Ihr müsst auch übrigens darauf achten, dass im Kamin kein Wasser ist, wenn ihr die Form auf der Scheibe stehen lasst. So, und ich werde jetzt die Form 1-2 Stunden so stehen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Stunde ist um und ich habe den Ton etwas trocknen lassen und werde jetzt nochmal eine Runde diese Rillen nachziehen. Ich habe dennoch den Kugelhupf noch nicht bewegt, sodass ich immer noch in der Lage bin, oben den Rand zu korrigieren. Man kann diese Rillen auch später, wenn man das Stück runter hat, auf eine Renderscheibe stellen und die Rillen nochmal nacharbeiten. Es sieht einfach schöner aus, wenn die gut ausgeformt sind. Hier ist wirklich auch entscheidend, wie dick habt ihr die Wandung gelassen. Wenn ihr es wirklich sehr dünn habt, ist es schon recht schwierig, hier ohne Zerstörung der Form diese Rillen hineinzuziehen. So, wir sind herum und ich habe natürlich die Chance jetzt nochmal den Rand ruhig laufen zu lassen. Und hier sind wir jetzt soweit fertig und kommen in einer Weile dann zum Henkeln. Nein, vergessen zu gucken, wie hoch. Wir haben 10 cm Höhe und jetzt schauen wir noch nach dem Durchmesser. Insgesamt ist es aber nicht wirklich wichtig. Es kommt wohl auf die Teigmenge an, dass das alles so passt. Und der Durchmesser ist hier 26 cm. Kommen wir zum Henkeln. Der Rand ist bei mir jetzt noch weich, wahrscheinlich etwas zu weich, aber ich bin etwas in Eile. Den Henkelrohling habe ich jetzt entsprechend der Form ziemlich groß. Ihr müsst euch ja auch vorstellen, dass der Henkel dann eine mit Kuchen gefüllte Form tragen können muss und deswegen kann man keinen zu kleinen Henkel dran machen. Normal wird ein Henkel auch nicht an so einer Form wirklich gebraucht. Man nimmt 2 Handschuhe und hebt damit die Form aus oder in den Ofen.
aber zum in den Schrank stellen, zum Saubermachen beim Abwaschen und so weiter und aus optischen Gründen mag ich es schon, wenn ein Henkel dran ist. Und weil das aber jetzt alles noch so weich ist, hänge ich jetzt mal ohne die Form hochzuheben. Ihr habt gesehen, ich habe das Stück an der Form befestigt und gedrückt und jetzt wird der Henkel gezogen, ohne dass ich das Gefäß anhebe, weil es eben noch zu weich ist. Das ist auch für mich etwas ungewohnt, gebe ich zu, weil ich das nicht oft mache. Wichtig ist, dass ihr vorne zur Schüssel hin diesen Ansatz, wo ihr jetzt mit der Hand nicht dran kommt, fließend gestaltet. Ihr könnt auch jetzt mal zum Beispiel hier, seht ihr, wie ich mit dem Daumen in die Mitte diese Rille forme und immer mit der linken Hand den Henkel wieder auffangen, damit die Spannung nicht weggeht. Jetzt schaue ich mal und sehe, er ist mir zu lang, weil ein Riesenohr würde im Schrank auch nur stören. So, und jetzt ist die Form perfekt, die Größe vom Henkel. Ich befestige sie unten, die 3 Seiten rundherum festschmieren und festdrücken. So. Ich zeige es mal vorsichtig, der ist halt sehr weich. Gell? So. Und jetzt kann das Ganze unter einer Folie erstmal trocknen. Wenn die Kuchenform dann schon etwas getrocknet ist, müssen wir uns noch um den Boden kümmern, denn hier sind die Ränder noch nicht wirklich verputzt. Ich habe in meiner Werkstatt verschiedene Messer und hier ist mal ein wirklich bis auf eine Nadel zurückgeschliffenes Messer. Dieses kann hier außen, weil es keine Fläche hat, nicht benutzt werden, aber um kleine Kurven zu schneiden und so weiter ist es perfekt. Und hiermit entferne ich unten den Grat. Das geht recht einfach. Und weil es für außen nicht geht, habe ich hier ein Messer mit einer großen Schneide. Das schneidet nicht wirklich, das schleift mehr. Und ich mache hier meine Glasurkante dran, mit dieser breiten Kante. Hier schiebt es etwas nach oben, das kannst du mit dem Finger wegnehmen. Und dann mache ich quasi rund um die Form alles fein. Ich zeige das jetzt nicht extra und unsere Form ist soweit fertig. Ich hoffe, du bekommst es auch hin.